station desk, deck number 8, thank you. Signore e signori, attenzione prego. Tutti i passeggeri sono gentilmente pregati a consigliare la chiave della cabina alla reception, livello numero a bordo, grazie. Regulär fährt die Fähre von Igoumenitsa nach Venedig 27 Stunden. Aufgrund des starken Nebels durften wir nicht in den Hafen von Venedig einfahren und mussten etwa 4 Stunden warten, bis die Fähre die Genehmigung für die Einfahrt bekommen hat. Im letzten Teil haben wir ja bereits angekündigt, dass wir uns ein Boot anschauen wollen. Deshalb fahren wir auch sehr zielstrebig durch Italien, Österreich und auf dem kürzesten Weg nach Norddeutschland. Moin Moin aus Wismar. Ja, in den letzten Wochen ist einiges bei uns passiert. Das werden wir gleich erstmal erzählen. Da muss ich aufpassen, dass ich nicht reinfalle. Ja, das wäre nicht so gut. Nee. Ja. Das erste Boot, das wir uns angeguckt haben, das war ja so ein Motorsegler und eigentlich war das recht vielversprechend und der sah auch ziemlich cool aus. Ja, der wäre auch halt mega günstig gewesen. Ja, also es wäre ein großes Projekt gewesen, ein richtig großes Projekt. Also ich denke mal, in 2 Jahren hätten wir damit nicht losfahren können. Wir haben ja auch ein paar Aufnahmen gemacht von dem Motorsegler. Der war echt hübsch, also der hat uns gut gefallen. Aber ja, das waren so viele Sachen wirklich zu machen. Man hätte den kompletten Mast, also dieser Holzmast, der war halt schon gerissen. Den hätte man ersetzen müssen, die komplette Besegelung, die ganze Takelage, hätte sowieso alles neu, aber das wäre es halt nicht gewesen. Genau, also auch obenrum die Fenster, das war alles durch, also das hätten wir alles aufmachen müssen und neu machen müssen. Genau, sehr viele Stahlarbeiten, da waren wirklich, auf Deck waren halt Rostlöcher ohne Ende, die ganzen Fenster hätten alle neu eingesetzt werden und drin wäre halt auch recht viel zu machen. Also das Boot wurde halt wird mit Pütt und Pann übergeben. Also mit allem, was drauf ist. Ja, und der Vorbesitzer, also es ist halt eine tragische Geschichte auch wieder hinter dem Boot, wie bei vielen Booten, weil sonst trennt sich ja sonst fast niemand vom Boot. Gibt ja immer einen Grund. Genau, also er hat auch irgendwie mit seiner Frau 5 Jahre drauf gewohnt und hat das Boot halt, wollte das auch in liebevolle Hände geben, auch wieder, dass jemand drauf wohnt vielleicht und das hätte zu uns ja wirklich sehr gut gepasst, aber die Arbeit halt selbst wirklich auch geschenkt, sag ich mal, das Geld, was man da hätte investieren müssen. Wir haben ja auch mit ein paar Freunden, die sich da wesentlich besser auskennen, als wir beraten und die Kosten hätten einfach den Rahmen gesprengt und die Zeit sei mal dahingestellt, also es wäre bestimmt ein 2-Jahres-Projekt gewesen, ähnlich wie beim LKW auch mit der Restauration, aber das wollen wir ja auch nicht. Wir wollen ja auch ein bisschen segeln und genau, wir wollen ja auch los. Wir wollen ja irgendwann auch los und spätestens nächstes Jahr ist so das Ziel, dass man auch mal auf längere Tour geht und deswegen haben wir uns halt dagegen entschieden. Aber war ja nicht das Ende der Suche, deshalb das ging ja dann weiter zu den nächsten Booten. Also unsere Freunde haben uns dann auch den Zahn gezogen, dass es unbedingt ein Stahlboot sein muss, weil man kann ja auch in die Kälte fahren, wenn es halt kein Stahlboot ist. Stimmt, anfangs waren wir halt sehr darauf festgelegt, dass wir unbedingt ein Stahlboot haben wollen. Oh, jetzt ist hier eine steife Brise. Ja, muss aufpassen, dass die Kamera nicht ins Wasser fällt. Ja, wir auch nicht und die Kamera nicht. Ja, also das mit dem Stahlboot, das hat sich dann halt, haben wir von abgelassen ein bisschen, halt, weil es wäre halt, wenn man sich einfrieren lassen will, dann wäre es natürlich wichtig, aber das haben wir halt nicht vor. Und selbst auch überwintern kann man auch auf dem GFK-Boot. Da haben wir jetzt auch schon Leute getroffen, die das selber auch gemacht haben. Und da gibt es halt ja auch Techniken, dass sie nicht einfrieren, dass zum Beispiel Wasser umgewälzt wird oder selbst wenn sich leicht Eis bildet, kann man das halt auch zerschlagen. Wenn man drauf wohnt, heizt man das Boot an sich ja auch und dann friert man so schnell halt auch nicht ein. Und ja, das war halt so der Grund, dass wir uns dann auch überall Möwen. dass wir uns dann auch dazu entschieden haben, ja auch bei GFK-Booten zu gucken. Und dann haben wir uns doch gleich 2 angeguckt. Ja, genau, weil gerade die Stahlboote sind halt auch mittlerweile, früher waren die ja wesentlich günstiger als GFK-Boote. Aber die sind auch echt teuer geworden von den Preisen her. Es ist halt viel Arbeit auf so ein Stahlboot und deswegen haben wir den Blick ein bisschen erweitert. Genau. Und auch entschieden halt uns GFK-Boote anzugucken. Und ja, das war eine ganz gute Entscheidung. Ja, also auch gleich das erste, ich weiß gar nicht, das war knapp 10 Meter lang. Genau, das war dieses kanadische, ne? Das war der Stella. Ja, Stella, genau, das war Stella. Das ist halt ein kanadischer Werftbau gewesen.
34 Fuß oder 32 Fuß, also knapp über 10 Meter. Und die hätte uns auch ziemlich gut gefallen. Die haben uns auch zweimal angeguckt. Ja, bei mir hat sie beim ersten Mal, ist der Funke nicht so übergesprungen, aber beim zweiten Mal war es dann doch schon so, ja doch, könnte ich mir vorstellen, so lange Zeit darauf zu verbringen. Aber es ist halt auch mal was anderes, wenn man ein Boot sich im Wasser anguckt oder auf Land. Es ist halt, am besten man sieht halt beides. Einmal an Land, dass man das Unterschiff genau sich angucken kann und dann später halt nochmal im Wasser. Und ja, Stella wäre eigentlich ein vernünftiges Schiff gewesen. Das war isoliert, wirklich. Also ein kanadisches Rauwasserboot, so hat er das genannt. Man hätte das also es lag halt direkt in der Werft. Der Eigner von dem Schiff ist auch mal wieder zu alt, um das Schiff zu segeln. Der hat das 1980 wirklich direkt gekauft, aus erster Hand. Und hat das halt dann jetzt 42 Jahre. Sehr lange gehabt und hat es halt immer gepflegt. 42 Jahre gesegelt, komplett durchweg gepflegt. Also es war wirklich ein Tip-Top-Zustand. Oft hat man ja bei GFK-Booten so eine Spinnennester, also Spinnennetze, dass halt das GFK gerissen ist. Das hatte das Boot gar nicht, nicht eins. Und das ist ein 42 Jahre altes Boot, also es wurde wirklich Tip-Top gepflegt. Wäre auf jeden Fall ein vernünftiger Kauf gewesen, aber so richtig ist der Funke nicht übergesprungen, glaube ich. Also wir hatten eine Weile hin und her überlegt und ja, mittlerweile hat es sich erledigt, weil das Boot ist anderweitig verkauft. Ja, also haben wir dann halt weitergesucht. Und sind auch mal weiter weggefahren. Ja, genau. Aber ich glaube, es fängt gleich wieder an zu regnen. Ja. Wir gehen erstmal ein Stück weiter. Können nachher gleich noch weiter erzählen. Ja. So, dann haben wir jetzt einen geschützteren Platz gefunden. Ja, hier ist ein bisschen windstiller. Das Licht ist vielleicht nicht so gut, aber hier ist nicht so viel Wind. Und nicht so viel Regen. Ja, das stimmt. Ja, genau, wir sind dann ja, also ein paar Boote haben wir uns noch angeguckt, Schleswig, Kappeln, die Ecke. Und da war aber jetzt nicht so was bei, was uns wirklich so richtig zugesagt hätte. Das eine war dann zu schmal, das war glaube ich nur 2,50 breit. Ja, 2,70 war es, aber es war innen dann halt, also man hat sich wirklich sehr eingeengt gefühlt. Es war halt auch ein sehr sportliches Segelboot, das mit Backstagen gesegelt wird und das ist dann so als Anfänger, das wäre halt nichts gewesen. Nee. Und haben wir weitergesucht und... Da waren wir ja da oben so in der Ecke Flensburg nachher. Ja. Oh, wieder eine Steffi-Brise. Ja, das ist an der Küste so, da müssen wir uns dran gewöhnen. Und dann sind wir von da halt gleich den kleinen Sprung nach Dänemark haben wir gemacht, weil wir da auch noch ein Boot gefunden haben. Erst waren wir ein bisschen skeptisch, weil das ja preislich schon wirklich am absolut oberen Limit lag oder liegt. Und sind dann aber aufgrund, weil der Kumpel, mit dem wir da unterwegs waren, der fand das Boot so geil, der hat gesagt, das müssen wir uns angucken. Ja, aber wir konnten keinen Termin vereinbaren für den Tag noch, dass wir dann halt auch ins Boot gucken können. Aber wir haben gesagt, machen wir trotzdem mal einen Ausflug und gucken uns das Boot von außen an. Und irgendwie... Das war schon also sehr, sehr schönes Boot. Also da hat man sich auch gleich so verliebt drin. Ja. Und ja, dann hat es noch ein bisschen gedauert, irgendwie eine Woche, bis wir einen Termin mit dem Eigner vereinbaren konnten. Ja, da konnte ich leider nicht dabei sein. Ja, da konnte Andrea nicht bei sein, weil sie da halt Bootsprüfung oder Schule den Kurs hatte gemacht für den Sportbootführerschein. Und dann war ich halt alleine da, hatte mir den Innenraum angeguckt, habe das Ganze halt auch so ein bisschen gefilmt und ein paar Bilder gemacht, um mir das halt zu zeigen, um mal so einen Eindruck zu gewinnen, was man von innen noch machen musste. Es war halt so, das Boot war von außen perfekt gepflegt. Es sah wie aus einem Ei gepellt aus. Ja. Und da ist man halt reingekommen und dann war erstmal so, oh, okay. Das war halt ein krasses Kontrastprogramm. Also von innen war das schon ziemlich müllig, alles ziemlich alt und war ja auch ein altes Boot, war von 68, 66 in dem Zeit, kann sein, aber wurde 2013, 14 komplett restauriert. Das ist ein altes IOR-Schiff, das war ein Regattaboot gewesen und das wurde dann, wie gesagt, wurde ja komplett restauriert, also war eigentlich ein neues Schiff, was erst 10 Jahre alt war. Und naja, dann nach dem Schock vom Innenraum, dass das dann alles da so ein bisschen gewöhnungsbedürftig aussah, man hätte viel machen müssen. Und war auch stellenweise halt verschimmelt einiges. Also ja, wegen der Feuchtigkeit. Ist halt nicht schlimm, kann immer mal passieren, aber da waren halt mit Stoffen Sachen abgespannt, gerade in den Schränken und hatte sich halt überall Schimmel gebildet und da hätte man dann relativ viel im Innenraum erneuern müssen. Aber wäre machbar gewesen. Wäre machbar gewesen. Dann haben wir mit dem Eigner halt auch nochmal erzählt, weil wir hätten, bevor wir das Boot kaufen wollen, weil es lag halt im Wasser. Ein bisschen merkwürdig auch, also die Segel waren alles komplett angeschlagen. Also es stand halt die ganze Wintersaison in Dänemark, lag es im Wasser und ja, dann haben wir halt angesprochen, dass wir das gerne heben möchten und dem ist er halt immer ausgewichen.
Also wir hätten das auch auf unsere Kosten Ja, wir natürlich wollten es gemacht. auf unsere Kosten, weil das lag in der Werft, da war ein Kran und wir hätten es halt gerne mal gehoben, um von unten anzugucken. Und dem ist halt immer ausgewichen. Und ja, wir machen gleich mal weiter. Nochmal den Platz gewechselt. Da war so busy. Wir standen halt mitten im Durchgang. Aber dafür war es windgeschützt. Hier ist jetzt wieder ein bisschen mehr Wind, aber ich hoffe, man versteht uns trotzdem. Ja, aber da kommt eine Schlechtwetterfront. Wir müssen uns jetzt also beeilen, dürfen nicht mehr so lange rumerzählen. Stimmt, das sieht echt übel aus. Ja. Okay, beeilen wir uns mal. Also Also das mit dem Kran hat nicht funktioniert. Also genau, ich bin dann ja zurückgekommen und dann haben wir die Bilder halt so ausgewertet, haben uns darüber gesprochen, was uns da so erwartet, arbeitstechnisch und hatten eigentlich Entschluss, das Boot zu kaufen. Aber Also wenn wir es gekrant hätten. ja, wenn wir es gekrant hätten. Die Vorausgesetzt natürlich, hätte sich darauf eingelassen, hätten wir nochmal nachgefragt und ja, dann wirklich in dem Moment, als wir darüber sprechen, ruft er an und Ja, sagt uns halt, dass er das irgendwie sich anders vorgestellt hat und dass er das Boot nicht mehr verkaufen möchte. An er will uns das nicht mehr verkaufen. Ja. Ja, gut. Dann hat sich das halt für uns erledigt gehabt. Jetzt fängt es natürlich an zu regnen. Ja, Also es hat sich dann natürlich für uns erledigt. Das Boot ist ins Wasser gefallen sozusagen für uns. Glaube ich auch ganz gut, weil wer weiß, was da noch war. Also irgendwas war da nicht sauber. Ja. Und deswegen sind wir da auch gar nicht traurig drüber. Und jetzt müssen wir schon wieder an den Platz wechseln. ja, aber also, Wir erzählen gleich nochmal weiter. Also Okay. wir kommen. ja. Schnell weiter. Das ist halt an der Küste so. Das ist auch am Segelboot. Daran können wir uns halt schon mal gewöhnen. Jetzt haben wir uns mal unter Deck verzogen. Ja, hier ist doch ein bisschen trockener. Ja. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Das Boot war abgehakt. Ah, genau, Also das in Dänemark, das Boot, das war abgehakt und dann sind wir halt weiter. Ja, genau. Dann sind wir halt weiter. Und währenddessen sind wir natürlich auch dann immer noch für den Bootsführerschein sind wir gerade bei. Und also hauptsächlich Andrea. Ja, den macht nur einer von uns beiden, weil es eben so vom zeitlichen Aufwand her und vom finanziellen Aufwand ist es einfach besser, wenn es nur einer macht. Ja. Außerdem kann sie besser lernen als ich und das ist wirklich ein krasser Auswendig-Lerntest. Ja, also zumindest die Theorie, die Praxis ist natürlich dann Ja, ja. wieder was anderes. Aber das kriegen wir alles hin. Ja, genau. Also mittlerweile haben wir ihn, also sie hat den mittlerweile auch schon. Also, Ja, also der Funkschein, der kommt ja auch noch und so. Also genau, und wir wollen auch den SKS, ist auch noch geplant, aber da muss man dann auch noch Seemeil sammeln und jetzt sind halt erstmal die Punkte halt das Boot finden und ein Liegeplatz. Das sind jetzt so die Sachen, mit denen wir uns jetzt gerade beschäftigen. genau, also Liegeplatz und Boot, das ist immer so ein bisschen schwierig, wenn man kein Boot hat, einen Liegeplatz zu finden, weil du ja nicht weißt, wie lang das Boot ist, wie groß das Boot ist, wie schwer. Ja. Und dann kriegst du keinen Liegeplatz. Und wenn du aber keinen Liegeplatz hast, dann kannst du nicht einfach ein Boot kaufen. Kann man schon. Manchmal muss man Risiken eingehen. Ja, kann Ja, man da schon. beißt sich ein bisschen die Katze in den Schwanz. Ja, aber wir sind da in Gesprächen und ich denke, das Sind kriegen da wir auch ganz sehr optimistisch, wie halt immer. Und deswegen, das kriegen wir schon hin. Und das ist halt auch der Grund, da haben wir halt echt viel zu tun, viel zu organisieren in letzter Zeit. Deswegen wird es halt mit den Videos jetzt auch ein bisschen weniger werden. Also wir werden trotzdem, denke ich, regelmäßig versuchen, Videos zu machen, Updates zu geben. Genau, auch so von den Booten, also je nachdem, was wir da filmen Ja. können. Wird dann vielleicht mehr ein Podcast, so wie jetzt gerade, dass wir ein bisschen mehr sabbeln als sonst und weniger schöne Bilder. Aber die kommen auch wieder. Ja, Also wenn wir ja. dann erstmal wieder auf dem Boot sind. Also geplant ist ja dann trotzdem, dass wir im Sommer dann schon mal ein bisschen auf dem Wasser sind, Genau. wenn wir dann ein Boot haben. Genau, auch mal einen längeren Turn machen, um Erfahrung zu sammeln und dann, dass wir dann in einem Jahr wirklich halt wieder Vollzeit, dann kein Vanlife, sondern Bootslife oder... Je nachdem. Ja, also Peppy wollen wir auch erstmal noch nicht verkaufen. Also wir haben uns jetzt gerade dazu entschieden, ihn erstmal zu behalten, weil es eben so ist, dass es ja unser Zuhause ist. Und solange wir kein Boot haben, auf dem wir tatsächlich wohnen können, hätten wir sonst kein Zuhause. Ja, man könnte sich natürlich eine Wohnung dann übergangsmäßig nehmen, aber es fühlt sich ja nicht gut an. Und ich glaube, da gehen wir beide mit der Entscheidung, ihn erstmal zu behalten. Und dann sehen wir halt in einem Jahr weiter, sehen wir einfach weiter, ob wir verkaufen und nicht verkaufen Genau, oder was auch immer. Oder ob wir ihn wegstellen. Wir schauen erstmal. Und, Genau, was ist und wie uns das alles gefällt. Und und so kann man dann zur Not immer noch mal wieder aufs Auto zurückgreifen und doch mal, wenn das mit dem Boot alles zu viel wird, kann man doch noch mal wieder mit dem LKW losfahren. Also, ja. ist eine spannende Zeit auf jeden Fall. Wir sind gespannt und wir werden versuchen, regelmäßig zu berichten.